Hallo liebe Freunde, danke für das Einschalten. Juri aus Sibirien grüßt euch ganz herzlich. Ich hoffe, euch geht's gut im Alltag. Danke, dass ihr euch die Videos auf meinem YouTube-Kanal regelmäßig anschaut. In diesem Video möchte ich euch weitere Nachrichten aus Russland gerne vorstellen. Ich hoffe, euch interessiert das Geschehen im Land. Außerdem seht ihr in diesem Video meine Fahrt mit dem Obus Linie 3 auf der Baikalskaya Straße. Also bleibt gerne dran, los geht's! Benzinkrise in Russland. Die Benzinsituation in Russland soll sich schon bald stabilisieren. Die Lage sei nach wie vor unter Kontrolle. Das hat Igor Anaskich erklärt, der erste stellvertretende Vorsitzende des Energieausschusses der Staatsduma. Eine Stabilisierung ist auf jeden Fall möglich und ich denke, sie wird buchstäblich in den nächsten Tagen eintreten. Genaue Termine will ich nicht nennen, aber selbst mit dem aktuellen Nachfrageansturm auf Benzin wird sich die Lage schon sehr bald zum Besseren wenden, so der Abgeordnete. Die Situation sei kompliziert, aber im Griff, so Anaskich weiter. Benzin sei im Land vorhanden. Allerdings gäbe es stellenweise einen regelrechten Ansturm, den man regulieren müsse. Zuvor hieß es bereits, die Regierung sei bereit, die Produktion und den Import von Benzin nach dem Euro-2-Standard zu erlauben. Das könnte das Angebot auf dem Markt um mehrere hunderttausend Tonnen pro Monat erhöhen. Allerdings um den Preis möglicher Probleme für die Motoren moderner Autos. Heldenmütter. Frauen in Russland, die den Ehrentitel Heldenmutter tragen, dürfen sich zusätzlichen Urlaub nehmen, bis zu 3 Wochen, und zwar dann, wann es ihnen am besten passt. Das hat Igor Balynin erklärt, Dozent an der Finanzuniversität bei der russischen Regierung. Allerdings gibt es diesen Zusatzurlaub ohne Lohnfortzahlung. Außerdem steht Heldenmüttern einmal im Jahr eine Kur zu. Dazu haben sie Anspruch auf bevorzugte medizinische Versorgung ohne Wartezeit. Die monatliche Geldleistung liegt seit Februar dieses Jahres bei 76.458 Rubel. Den Ehrentitel Heldenmutter bekommen russische Staatsbürgerinnen, die 10 oder mehr Kinder zur Welt gebracht und großgezogen haben. Woher Russland jetzt Benzin importiert? Russland ergreift ein ganzes Bündel an Maßnahmen, um den Kraftstoffmarkt zu stabilisieren. Eine davon ist für das Land eigentlich ziemlich ungewöhnlich: der Import von Benzin aus dem Ausland. Wladimir Putin hat bei einer Sitzung zur Kraftstoffversorgung über die Lage gesprochen. Im Land wurde extra ein Krisenstab eingerichtet, der rund um die Uhr arbeitet. Es gibt weiterhin Probleme für Autofahrer genauso wie für Unternehmen. Leider gibt es auch Schlangen an den Tankstellen und die gewünschte Benzinsorte findet man nicht immer, sagte der russische Präsident. Besondere Aufmerksamkeit widmete er der Krim. Der monatliche Bedarf liegt bei 70.000 Tonnen. Aktuell gibt es dort einen Vorrat für ein paar Tage, aber der Bedarf wird gedeckt werden. Sowohl über Land als auch über See. Wie soll die Stabilisierung gelingen? Erstens werden die Reserven angezapft. Sie belaufen sich auf 1,7 Millionen Tonnen, ungefähr das Niveau vom Vorjahr. Zweitens laufen die größten Raffinerien auf Hochtouren. Im Juli soll die Produktion die Juni-Werte übertreffen. Drittens wurde der Export von Benzin und Flugbenzin vorübergehend verboten. Ein Exportverbot für Diesel wird diskutiert. Und schließlich importiert Russland jetzt selbst Kraftstoff. Laut Vizepremier Alexander Nowak ist das zur wichtigsten Maßnahme geworden, um den Binnenmarkt zu stabilisieren. Woher kommt das Benzin? Aus Belarus laufen schon jetzt große Lieferungen. Zwischen unseren Ländern gibt es keine Exportbeschränkungen. Und offenbar geht es darum, einen groß angelegten Import aus Indien aufzubauen, erklärt der Experte Igor Juschkow. Gesetzesänderungen sehen vor, dass der Staat Ölfirmen die Differenz zwischen Auslands- und Inlandspreis erstattet. Als Indikator dient der Benzinpreis in Indien. Die Exporteure stehen vor der Wahl.
Entweder importiertes Benzin zu hohen Preisen verkaufen, plus Transportkosten, oder Verluste machen. Gleicht der Staat die Preisdifferenz aus, sind sie bereit, den Markt mit Importbenzin zu versorgen und es unter dem Einkaufspreis zu verkaufen, so Juschkow. Der größte Benzinmangel zeigt sich im europäischen Teil Russlands, vor allem im Süden. Deshalb ist es logischer, Benzin aus Indien in unsere Schwarzmeerhäfen zu liefern als aus China, erklärt der Experte. China könnte dagegen eher für den Fernen Osten wichtig werden, falls dort ein Engpass entsteht. Die Maßnahmen dürften zumindest den Benzinmangel lindern. Beim Preis, der ebenfalls staatlich gebremst wird, sieht es komplizierter aus. Manche Schritte wirken nur kurzfristig. Langfristig, so ein Experte, sollte man den Anteil der Benzinverkäufe über die Börse eher erhöhen statt senken, damit der Markt liquide bleibt und echter Handel stattfindet. Kokain im Thunfischcontainer. Eine halbe Tonne Kokain wurde im Hafen von St. Petersburg gefunden, versteckt in einem Container mit Thunfisch aus Ecuador. Ein Russe, der in den Schmuggel verwickelt war, wurde festgenommen. Der gefrorene Thunfisch kam aus Lateinamerika nach St. Petersburg und in dieser Lieferung entdeckten die Behörden 500 Kilogramm Drogen. Der Mann, der den Schmuggel organisiert hatte, wurde geschnappt. Bei den Durchsuchungen fanden die Ermittler bei ihm 5 Luxusautos, eine Sammlung von 13 teuren Armbanduhren im Wert von rund 1,5 Millionen Rubel sowie Kryptowallets mit umgerechnet mehr als 600.000 $. Es wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Drogenhandels in besonders großem Umfang eingeleitet. Aktuell werden alle Umstände und mögliche Mittäter ermittelt. Russlands Kleinstädte. Oleg Golov, Mitglied des Föderationsratausschusses für föderale Struktur, Regionalpolitik, kommunale Selbstverwaltung und Nordangelegenheiten, hat sich dazu geäußert, wie wahrscheinlich es ist, dass Kleinstädte in Russland komplett verschwinden. Golov sagte, so ein Szenario sei ziemlich utopisch und er sei überzeugt, die Menschen werden nicht alle aus den kleinen Orten wegziehen. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Genau dafür arbeiten wir, damit die Kleinstädte nicht verschwinden. Unser Land ist riesig und wenn die Kleinstädte verschwinden, bleiben am Ende nur noch Ballungsräume übrig. Und das ist aus Sicherheitssicht nicht besonders klug, so der Senator weiter. Außerdem gäbe es in den kleinen Städten heute noch Industrie- und Sozialeinrichtungen, die in Betrieb sind. Und es gäbe Menschen, die von Generation zu Generation die Geschichte ihrer Familie bewahren, in Kleinstädten leben und einfach nicht wegziehen wollen, betonte Golov. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Hoffentlich habt ihr etwas Neues und Interessantes erfahren. Danke für die freundlichen Kommentare und Likes. Die sind sehr wichtig für die Entwicklung des Kanals. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.